Keine Frage kam in den letzten Tagen so oft wie, was ist mit DeepSeek? Und natürlich widmen wir uns dem Thema und das auch nicht erst seit gestern. Aber wenn ihr dem Kanal schon eine Weile folgt, wisst ihr, ich bin nicht der Typ halb hier, halb da, sondern Einordnung, was heißt das? Warum heißt DeepSeek ein krasser Moment für KI, aber auch gleichzeitig nicht einfach nur Zauberei? Ich erkläre euch im ersten Teil des Videos erstmal, was ist DeepSeek, wie benutzt man es und wo lässt sich das einordnen. Und im hinteren Teil des Videos gibt es ein paar Hintergründe. Und ich verspreche euch, ich werde nicht zu technisch, aber es ist super spannend zu verstehen an einigen Stellen. Und ich werde euch auch ein paar Hintergründe zum Unternehmen geben, das, was man zumindest weiß. Aber ich verspreche euch, das ist genauso spannend. Aber wir teilen es in die zwei Bereiche auf, dass diejenigen von euch, die sagen, ich will es einfach nur benutzen und fertig, dann wisst ihr wie und was man wissen sollte. Und wenn ihr sagt, ich will ein bisschen mehr Background, bleibt einfach bis zum Schluss dran. DeepSeek ist eine App aus China, die im Prinzip das gleiche ist wie der Chatbot ChatGPT von OpenAI oder Claude von Anthropic oder Gemini von Google. Es ist aber auch ein Modell. Das war die große Überraschung. Wie kann es sein, dass ein so günstiges Modell aus China so gleich gute Ergebnisse liefert wie das teure ChatGPT aus den USA? Das ist der Blick von außen. Und de facto ist DeepSeek genau das. Es ist eben ein Modell, was ihr per App am Handy oder am Rechner über die Website ansteuern könnt. Das, was natürlich für alle relevant war, das ist der typische Satz, der auch in Deutsch wird, es kostet nichts. Wer weiß, was der Unterschied ist? Das eine kostet nichts. Ja, das ist immer die erste Antwort. Das eine kostet nichts, das ist wirklich. Bei sowas bin ich dann immer skeptisch, aber theoretisch könnt ihr es kostenlos benutzen, wenn ihr einen Account bekommt. Ich hatte vorher schon einen Account, deswegen war ich sicher, als der Hype losging. Denn tatsächlich, es war sehr schwer letzte Woche, und ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist, überhaupt an einen Account zu kommen, denn die Server von DeepSeek sind komplett überlastet. Dazu aber gleich mehr. Es gibt zwei Hauptmodelle bei DeepSeek. V3 und R1. Das V3 ist im Prinzip vergleichbar mit dem, was ihr von ChatGPT 4o kennt, also ein Modell, was ihr nutzen könnt, fass mir mal den Text zusammen, erklär mir mal das Dokument, also das ganz klassische Next Word Prediction Modell, das, was ChatGPT standardmäßig auch macht. R1 wiederum, und das hat auch den Hype so ausgelöst, ist ein Reasoning-Modell, also eines der Modellfamilie der denkenden Modelle, sowie die O1 und O3-Familie von ChatGPT. Und hier wird es dann auch wirklich interessant. Wie hat DeepSeek das geschafft, ein so krasses Reasoning-Modell mit rauszuhauen? Weil sie haben V3 am zweiten Weihnachtstag released, also an Weihnachten, und R1 am 20. Januar. Durchaus auch ein historisch relevantes Datum, aber ist ein anderes Thema. Das heißt, die haben sehr schnell hintereinander so krasse Modelle rausgehauen, die vergleichbar gut tatsächlich performen wie die Modelle von OpenAI. Und ein Punkt, den ich noch vergessen habe, neben Prompt und Modell ist ja auch der Kontext wichtig. Und beim Kontext unterscheidet sich das so, DeepSeek hat einen kleineren Kontext als das, was man aus der O1-Familie kennt. Also beispielsweise, ich nutze ja den O1 Pro-Mode sehr häufig, der hat einen riesigen Kontext mittlerweile. Und Kontext ist super wichtig das ist wie die Rechenpower lokal. Und bei DeepSeek ist das Kontextfenster kleiner. Das heißt, ihr könnt deutlich weniger Tokens reingeben und bekommt auch weniger Tokens raus, weil es eben auch unfassbare Rechenpower ist, die dahinter liegt. Und DeepSeek hat einfach nicht die krass riesige Infrastruktur wie andere, die das Ganze machen. Und dann ging noch ein weiterer Teil durch die Presse, nämlich DeepSeek ist ja Open Source. Was heißt das eigentlich ganz genau und stimmt das überhaupt? Also, Open Source bedeutet, dass jeder sich das Modell runterladen kann, das könnt ihr tatsächlich tun, und theoretisch das Modell auf dem eigenen Rechner oder Server laufen lassen könnt. Sprich, die Daten werden nirgendwo hingeschickt. Wenn ihr über die App oder über die Web-App eine Anfrage stellt, laufen die Daten über die chinesischen Server von DeepSeek, die sitzen in China, und werden dort verarbeitet und dann zu euch zurückgespielt. Das ist das, was ihr auch von OpenAI kennt. ChatGPT, USA und wieder zurück. Selbe Geschichte. Open Source bedeutet, ihr könnt das Modell wirklich runterladen auf euren Rechner, vorausgesetzt der ist powerful genug, und ihr könnt dieses Modell lokal betreiben. Das war einer der Kernpunkte, warum viele gesagt haben, oh wow, das ist ja richtig, richtig krass. Und hier wird es aber interessant, es ist nicht komplett Open Source. Man nennt es im KI-Bereich Open Weight und das wird viel diskutiert. Es läuft unter der, ich glaube, MIT-Lizenz, die besagt, man kann damit tatsächlich auch eigene Produkte bauen. Ihr könnt sogar das große Modell runterladen. Es gibt ein sehr großes, auch Reasoning-Modell von DeepSeek und ein destilliertes, kleines, schlankes Modell. Das ist allerdings deutlich schwächer in den Antworten. Und das große Modell wiederum, wenn ihr das für euch alleine betreiben wollt, das geht. Aber sobald ihr sagt, ich will das jetzt für mein Team oder für die Firma einsetzen, dann braucht ihr auch die Hochleistungsrechner
um das Ganze wiederum entsprechend zu verteilen. Und da unterscheidet sich das dann doch von einem Service, den man einkauft, wo man sagt, okay, ich kaufe mir jetzt die Leistung von OpenAI ein oder von Microsoft oder von anderen, von denen ich weiß, die bezahle ich und ich bekomme dafür quasi dann auch diese Leistung. Aber das ist ein anderes Thema. Aber das ist erstmal grundsätzlich das, was theoretisch mit DeepSeek möglich ist. Und da die Frage auch bei uns bei Blackboard intern gestellt wurde, warum lassen wir das nicht laufen? Tatsächlich braucht es wirklich Hochleistungsrechner. Also wir reden dann von Investments von einigen 10 oder 100.000 von Euro. Muss man ausrechnen. Jetzt werden bestimmt einige sagen, nee, geht doch schon billiger. Ja, man muss es trotzdem nur ausprobieren, man muss das Team haben, man muss es laufen lassen. Also es gibt viele, viele Dinge zu tun und diese Kosten muss man einfach für sich abwägen. Ich schaue hier auf das Thema Supercharged. Was heißt das für mich? Und wenn jemand sagt, ich will ganz vorne KI-Elite sein und verstehen, was läuft, dann sage ich, dann sollten natürlich 200 Euro, 300, 500 oder auch 1000 Euro im Monat nicht viel Geld sein für jemanden, der sagt, ich will damit wirklich viel erreichen. Habe ich jetzt aber die Zeit, um mir selber das Modell zu bauen, weil es jetzt datenschutzmäßig natürlich dann bei mir lokal läuft, das muss man abwägen. Es ist eben im Scale nicht ganz trivial. Und ihr kennt mich, ich bin halt viel unterwegs und für mich heißt Supercharged eben auch, ich greife auf ein verdammt gutes Produkt zu. Und es gibt halt ein Modell, aber dann eben ein gutes Produkt daraus zu machen, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Das heißt für mich, ich kann rein diktieren, ich kann einfach reinsprechen, ich habe Screenshots, Screensharing und so weiter. Und das ist das, was, glaube ich, der wichtigste Teil wird für die KI-Unternehmen dieses Jahr, verdammt gute Produkte daraus zu machen. Was mich dann zum nächsten Punkt bringt, wo viele Unternehmen sagen, super, dann nehmen wir doch die API und bauen damit unseren eigenen Chatbot. Denn das ist das, was viele mit OpenAI gemacht haben, mit den eigenen internen ChatGPTs, wie sie es genannt haben, über die API. API ist der Schnittstellenstandard, mit dem ich es schaffen kann, quasi zwei Anwendungen miteinander zu verbinden. Das heißt, ich habe einen API-Key, den gebe ich einfach ein und dann kann ich in meinem eigenen Chat-Interface im Hintergrund auf beispielsweise das Modell von ChatGPT zugreifen. Das ist das, was Firmen typischerweise machen. Und da garantieren auch Unternehmen wie OpenAI, dass auf den Daten nicht trainiert wird. Das war der Grund, warum viele Firmen intern mittlerweile eigene ChatGPTs haben. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, das zu sagen, weil das Produkt ChatGPT ist immer noch mal viel geiler und was Besseres als meistens die selbstgebauten Chatbots. Sorry to say that. Das kann man mit der API von DeepSeek auch machen. So, und wenn ihr jetzt sagt, ja cool, dann machen wir doch dasselbe, was wir mit OpenAI machen, auch mit DeepSeek. Ihr müsst dann mit eurer Datenschutzabteilung klären, ob DeepSeek nicht auf den Daten trainiert, ob das nicht dann doch auf chinesischen Servern liegt, was es tut de facto, weil, wie gesagt, DeepSeek sitzt in China. Das sind natürlich Fragen, die sind da zu klären. Das heißt, da unterscheidet sich das nochmal von Open Source oder der Webanwendung. So. Und jetzt wird es interessant. Man braucht eben, um so eine API zu betreiben und auch so eine gute Webanwendung zu betreiben, die Infrastruktur, das zu tun. Und da hat man gemerkt in den letzten Wochen, da hat es dann doch schon ganz schön geruckelt, wenn man die API genutzt hat. Und ich finde es super spannend, weil DeepSeek hat das geschafft, etwas zu bauen, was zumindest im Produkt sehr, sehr, sehr nah dran ist an dem, was wir eben gewohnt sind mittlerweile aus den Sachen von ChatGPT und auch von anderen. Und das zeigt für mich, mit welcher Geschwindigkeit wir es hier zu tun haben. Und das ist jetzt für mich der zweite Teil des Videos. Wenn ihr sagt, oh, ich bin erschlagen von dieser Geschwindigkeit, was hier passiert, und ihr wollt verstehen, was hier passiert, dann bleibt jetzt dran. Jetzt kommt für mich nämlich der zweite Teil, Hintergrund zu DeepSeek. Was ist das mit dem Unternehmen? Wie haben die das geschafft? Und was heißt das für uns in Europa? Und weil es eben nicht nur die einzelne Person betrifft, sondern Unternehmen, müsst ihr wissen, wenn ihr in der EU KI im Unternehmen einsetzen wollt, müsst ihr ab Ende Februar Maßnahmen ergriffen haben. Und dafür gibt es das Thema AI-Kompetenz. Deswegen gibt es den AI Officer. Wir zertifizieren gemeinsam mit der Kanzlei Herting aus Berlin zusammen. Und Good News, wir haben neue Termine auf der Seite. Es waren nämlich jetzt einige ausgebucht. Schaut also auf ai-officer.io. Mit dem Gutscheincode YouTube150 bekommt ihr 150 € Rabatt. Ich vergesse es immer wieder, aber das ist ja nicht ganz unrelevant. Jetzt geht's weiter. Warum dieser plötzliche Hype? Und der lässt sich relativ einfach darüber erklären, dass in der Presse es heißt, OpenAI trainiert mit Milliarden und DeepSeek hat das für ein paar Millionen gebaut. Und das liegt schon sehr weit auseinander. Und genau da muss man ansetzen, denn DeepSeek gibt es nicht seit gestern. Die gibt es auch nicht seit vorgestern, die gibt es schon ein paar Jahre. Zumindest den Quant-Fonds, den Hedgefonds dahinter, die mit KI-Modellen Finanzdaten errechnen, Prognosen machen und so weiter. Und der Gründer, Liang Feng, hat ein extrem gutes, super junges Team mit wahnsinnig talentierten Leuten. Warum ist das so spannend? Weil das ist das, was, glaube ich, jetzt durch die Presse geistert. Eigentlich, sagen ja viele, haben die USA den Export von diesen Hochleistungschips, GPUs, verboten, weil sie Angst haben, dass China zu schnell den Schritt macht zu einer KI, die überlegen sein könnte.
Das ist super verkürzt, aber um das ein bisschen zu verstehen. Und dann haben sich viele gefragt, wie kann das jetzt sein? Haben die das jetzt ohne Nvidia gemacht? Und dann ist eben der Aktienkurs dramatisch eingebrochen und viele haben gesagt, so, jetzt sind die Großen erledigt, wir brauchen nur noch gute Ideen und das war's. Und das ist eben nur ein Teil der Wahrheit. Okay. Und ich verspreche euch, ich mache es nicht zu technisch. Mein Team bremst mich hier gerade, aber es ist halt super spannend. Okay, Liang Wenfeng hat diesen Quantfonds Highflyer gegründet. Und die haben nach und nach, vermute ich, auch gemerkt, wie spannend generell die KI-Modelle sind, die nur mehr errechnen als Finanzdaten. Wenn man da also richtig gut drin werden will, muss man eigene Modelle bauen. Eigene Modelle zu bauen ist aufwendig und teuer. Ansonsten müsste man teuer andere Modelle bezahlen und einkaufen. Deswegen haben sie diese Rechenpower sich hingestellt. Nicht vergleichbar mit dem, was in den USA steht, ganz klar nein, aber mit sehr geschickter Architektur. Und so 3 Stichworte, die interessant sind, ist einmal, was sie auf der Infrastruktur gemacht haben, also mit den Chips. Mixture of Experts, das ist eine Trainingsmethode. Das heißt, anstatt immer das gesamte Modell anzusteuern, was auch einfach ressourcenintensiv ist, steuern sie immer nur Teilbereiche ein. Das wäre so, als wenn ich immer nur einen Teil meines Hirns aktivieren müsste, um Sachen zu lernen. Das ist Mathe, mache ich hier, da mache ich Musik, da mache ich Text und so. Bisschen sehr einfach gesagt. Das Dritte, was sie gemacht haben, ist, sie haben ein Modell destilliert. Das bedeutet, sie haben ein Modell genommen, was schon trainiert war und damit ein neues Modell trainiert. Das ist eine gängige Methode im KI-Bereich, die ist auch nicht unspannend. Man darf damit nur eigentlich nicht, sagt OpenAI mit ihrem Modell, einen Wettbewerber bauen. Das ist so diese Fehde, die da gerade läuft. Deswegen, die sind nicht über Nacht entstanden. Was aber interessant war, sie haben ihren GPT-4o-Wettbewerber, also DeepSeek V3, an Weihnachten rausgehauen und Ende Januar das Reasoning-Modell R1. Diese Reihe an Fakten zusammen und dass sie das mit dem kleinen Team geschafft haben, ist natürlich eine Schockwelle. Aber die 5,6, 5,8 Millionen, die durch die Presse geistern als Trainingsvolumen, sind quasi nur der finale Trainingsrun. Da ist nicht Research mit eingerechnet, da sind nicht die Vorkosten mit drin, Infrastruktur und so weiter. Und wenn man das nimmt, dann vergleicht man nicht Milliarden bei OpenAI, sondern eher Millionen bei OpenAI. Wenn ihr sagt, ihr wollt da tiefer einsteigen, es gibt einen super guten Podcast von Lex Fridman gerade dazu, der da 5 Stunden eingestiegen ist mit seinen 2 absoluten Expertengästen. How were they able to achieve such low cost on the training and the inference? Maybe we could talk the training first. Yeah, so there's 2 main techniques that they implemented that are probably the majority of their efficiency. And then there's a lot of implementation details that maybe we'll gloss over or get into later that sort of contribute to it. But those 2 main things are, one is they went to a mixture of experts model, which we'll define in a second. And then the other thing is that they invented this new technique called MLA, latent attention. Grundsätzlich muss man aber einfach sagen, es gibt den einen Teil, der sagt, okay, krass, man kann mit einem kleinen Team verdammt viel bewegen. Und das finde ich das super positive, krasse Zeichen nach vorne. Wer auf der Seite der Idee ist, kann auch mit Einschränkungen extrem kreativ sein. Und dann gibt es einen anderen Teil. Um so etwas at scale zu bedienen und einen großen Markt, brauche ich am Ende trotzdem große Infrastruktur. Und da sage ich ganz klar, wenn ihr sagt, nein, ich gebe niemals so viel Geld dafür aus, doch, ihr werdet das Geld irgendwann ausgeben, weil es ein Wettbewerbsvorteil ist. Und es wird uns wert sein, diesen Wettbewerbsvorteil zu haben. Und nein, die anderen hauen nicht nur plötzlich irgendwelche Sachen raus, natürlich legen die nach, aber wir haben es jetzt mit einem Markt zu tun, der eine andere Dynamik bekommen hat. Ohne diese Größe an Rechenpower, glaube ich nicht, werden die anderen im kleineren Team Schritt halten. Es braucht beides. Und das führt mich zum 3. Punkt und den finde ich kritisch. Und das ist für mich der kritische Punkt. Und der wurde in diversen Podcasts und tiefen Interviews und an ein paar Stellen schon erwähnt. Und der hat für mich nichts mit zu tun, wir sind die USA, wir wollen gewinnen, wir sind China, wir wollen gewinnen. Sondern ich bin ein riesen Technik-Fan. Ich glaube an das Positive in Technologie. Tatsächlich ist es aber so, die KI-Modelle, mit denen wir es zu tun haben, die machen manchmal Dinge, wo man sagt, warum tut das Modell das? Also ihr fragt euch auch manchmal die Frage, das ist mein Halluzinieren, warum gibt das Modell das jetzt raus? Und man programmiert da nichts rein. Ich will das auch nicht hören. Da programmiert niemand irgendwas rein, sondern die werden trainiert. Nachdem so ein Modell aber trainiert wurde, und das dauert sehr, sehr, sehr lang und ist sehr aufwendig, das zu tun, wird das von Anthropic oder auch OpenAI oder auch Google, von anderen, getestet. Man nennt Alignment. Also man testet, ob das Modell Dinge tut, die gegen das Interesse eines Menschen stehen. DeepSeek hat, so vermutet man, das Modell trainiert und rollt es quasi nach draußen und sagt, hier ist jetzt das fertige Modell. So, und damit kann jeder alles machen. Und das macht für mich so ein Stück weit den Raum auf für, ja, wir haben jetzt einfach super viele verschiedene Modelle und man kann ganz viele tolle Dinge damit tun und vielleicht sind auch Dinge dabei, die nicht gut sind. Und
Das wird spannend. Und unsere Riesenchance, die wir in Europa haben, und wir haben uns ein bisschen überreguliert, ehrlich gesagt. Wir brauchen einen Blick drauf, dass wir sagen, Talente, genug Geld, genug Energie und das Wissen, was wir haben mit den Hochleistungsrechnern, die wir auch haben in Europa, zusammenzuführen. Und das braucht halt aber auch diese Ambition von den Teams dahinter, das zu wollen. Und wir haben diese Teams, wir haben die Talente, es geht in die richtige Richtung, denn ich vermute, es wird mehr von diesen kleinen, fein getunten Modellen in der Zukunft geben. Aber wir sollten nicht dahin kommen, dass einfach die großen Firmen neue Sachen rausknallen, ohne dass die gut getestet sind. Dafür ist diese Technologie einfach zu krass. Ich will noch mal ein Zitat reinbringen, vielleicht zwei. Eins von Dario Amodei, dem CEO von Anthropic. Anthropic ist immer sehr vorsichtig mit dem Releasen von Modellen, die prüfen sehr gut auf Sicherheit. Und der hat etwas gesagt, was durchaus auch richtig ist. Er sagte, es war erwartbar, dass die Kosten weiter sinken. Das tun sie. Die KI-Kosten sinken dramatisch. Also von GPT 3,5 zu dann jetzt den neueren Modellen. Das sind nachher noch Fraction of Costs. Also die sinken dramatisch und das geht auch so weiter. Der Unterschied ist einfach, dass es jetzt ein chinesisches Unternehmen gezeigt hat, dass das geht, auch mit anderen Methoden. Und er sagt, das ist geopolitisch ein Thema, weil dieses Modell erst im November trainiert wurde und jetzt so schnell released wurde. Also trainiert und direkt released, das ist durchaus problematisch, weil eben KI-Modelle auch halluzinieren und so weiter. Ganz viele Themen. Andrej Karpathy wiederum hat auch gesagt, die Leistung muss man schon anerkennen von dem Team, weil die halt mit krassen Limitationen sowas geschafft haben. Und das finde ich als Teamleistung interessant anzuschauen. Und ich glaube, wir brauchen wieder mehr an einem Strang ziehen. Wir haben vor vielen, vielen Jahren in Videos ganz häufig schon erwähnt, dass das KI-Rennen viel zu viel Competition ist und es müsste mehr Kooperation sein. Da haben wir schon vor Jahren drüber gesprochen. One country that is really going into AI is China, for sure, because they have this very close cooperation between universities, the companies and the government. What would you say could we do here in terms of AI? And if there's a breakthrough by some AI scientists in China, we all benefit because this information is pretty global. 2029 is when I think computers will reach human intelligence. Okay, my question is, what makes you so certain in these many things? What gives you this certainty? I'll talk about that. It's a good question. But the exponential progression of information technology has been remarkably predictable. Okay. And I had these very smooth curves, which I'll show, up through 1980, in 1981. Projected amount to 2050, we're now in 2017, it's right where it should be. So this is remarkably predictable. And from that you can make certain kinds of predictions. Mir ist es wichtig, dass wir hier im Kanal wirklich darauf achten, es ist super spannend, dass Menschen in der Lage sind, krasse Sachen zu bauen. Und das sind Leute, die auf Ideen kommen, das sind Leute, die kreativ sind. Und ich sage, vermutlich hat jeder da immer erstmal eine gute Intention, immer meine Grundannahme. Und dann wiederum muss man sagen, trotzdem muss man nicht alles sofort machen und Blödsinn tun. Um das aber eben nicht zu tun, müssen wir verstehen, wie das alles funktioniert. Und das ist mein Anspruch, dass ich das weitergeben kann. Denn wir müssen unsere Leute in den Unternehmen enablen. Wir müssen Kinder, Schulen, Lehrer, alles was dazu gehört, die Grundlagen beibringen, wie diese Dinge funktionieren. Und ich sehe es leider viel zu häufig, dass das momentan nicht passiert. Es braucht Training, es muss nicht jeder die 1% KI-Elite werden, aber die Grundlagen dafür zu wissen, wie benutze ich so etwas, das ist mein Ziel, um hier auch supercharged nach Hause zu gehen. Danke fürs Zuschauen. Ihr merkt, das Thema ist mir wichtig und heilig. Ihr müsst verstehen, wie diese Tools funktionieren, um damit gute Sachen zu machen. Das ist mir echt wichtig. Insofern, ich würde gerne tiefer einsteigen und mehr Zeit haben. Deswegen überlegen wir, ob wir mal wieder so ein Livestream-Format testen, wo wir wirklich eine Stunde mit euch in die Tiefe gehen und sagen, okay, was muss man alles wissen, beachten und so weiter. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu denkt und ob ihr das wollt. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr das Video teilt, den Kanal abonniert und sagt, unbedingt reinschauen, wenn ihr die Grundlagen verstehen wollt. Hier geht es nicht nur um ChatGPT, hier geht es um the bigger picture, was passiert. Diese Technologie generell ist gerade das, was uns aufs nächste Level supercharged bringt. Deswegen schauen wir uns das an.